Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Was kommt auf uns zu? Was ist für das Kollektiv wichtig? Welche Bereiche werden angezeigt? Schnelle Wenden, schnell verfügbare Klarheit, Kommunikation, die verletzend sein könnte. Wir haben im Haus des Hauses die Wege drin. Es kann sein, hier stehen Entscheidungen an, die haben mit dem Umfeld zu tun, mit dem familiären Bereich oder auch, tatsächlich auch gar mit der Häuslichkeit. Und wir haben schicksalshafte Entscheidungen, schicksalshaft neue Wege. Die legen sich hier eigentlich im Haus des Baumes auf sehr viele Bereiche des Lebens. Es kann sein, dass die Energie hier ein bisschen konfliktbehaftet ist, weil hier sehr viel Emotion hochdrückt. Und tatsächlich kommt man aber in dieser Situation zu einer sehr schnellen Klarheit. Nichtsdestotrotz, ich habe hier auch, dass man verbal vielleicht so ein bisschen über die Stränge schlägt, dass die Zündschnur kurz ist. Es sind viele Ahnenthemen. Es ist so, dass es vielleicht wirkt und verbindlich wirkt und irgendwelche Sachen treten auf und wir wissen eigentlich gar nicht, wo die herkommen. Und es geht darum, hier auch irgendwie neu zu beginnen, die eigene Größe zu leben, im Vertrauen zu sein. Und das ist eine große Lernphase auf jeden Fall. Hier kommt Wissen, das wir jetzt nicht haben, das dann zur Veränderung führt. Aber ich betone es nochmal. Es ist leider mit Konfliktpotenzial behaftet. Aber der Konflikt ist hier auch sehr reinigend. Es ist ein Konflikt, der Geschenke mitbringt. Ich sage euch gleich mehr. Hier ist es tatsächlich so, dass die nächsten 14 Tage kein guter Zeitpunkt ist für Neubeginne, die kurzfristig sind. Hier wird ganz schnell etwas klar, die Neubeginne liegen hier im Hause der Blockaden drin. Hier sind wirklich krasse Ahnenthemen zugange, die im Prinzip jetzt keinen weltlichen Neubeginn ermöglichen, aber einen emotionalen. Eine emotionale Klärung, die wirklich wie so ein Gewitter auf einen runterprasseln kann. Aber wie gesagt, im Konflikt liegt das Geschenk hier drin. Hier sind sehr viele Themen, wir sind sehr kopflastig. Wir müssen sehr viel ehrliche Worte sprechen. Oder uns erreicht eine Wahrheit, die wir so noch nicht gehört haben. Elternthemen spielen hier eine große Rolle. Ich habe hier im Hause der Schlange den Ring drin. Hier ist alles Verbindliche, das hier in Bewegung kommt. Ja? Und die Energie ist auch mit Schnitten verbunden. Das heißt, irgendwo macht man einen Punkt, man hört auf mit irgendetwas. Man macht krasse Schritte vielleicht, aber es ist an der Zeit. Ne? Es ist der Zeitplan am Wirken.
um hier eine Ernte rauszukriegen, die ist aber emotional. Ne? Für einen oder anderen sind hier die Themen Umzug, Veränderungen im häuslichen Bereich, aber auch auf der Beziehungsebene mit dran. Und hier ist es nochmal so, wie hier schon gesagt, hier gibt es Veränderung, die Blockaden auflöst, die aber auch mit Blockaden einhergeht. Und zwar werden die ausdiskutiert. Die Seele möchte sich lüften, Luft machen und ja. Dann habe ich uns selber im Geldhaus liegen. Bedeutet für mich auch immer, man ist sehr viel mit den Finanzen beschäftigt. Hier liegen die Finanzen auch mit Einbrüchen oder Einschnitten oder man hat irgendwie Angst vor Verlusten oder man denkt so, ja, das ist alles nicht gerecht verteilt. An sich liegen die Finanzen mit dem Thema im Haus des Hundes, dass sie uns treu bleiben, aber auf einem anderen Weg. Es kann um Geld für Kinder auch gehen. Oder wie geht man, seit man Kind ist, mit dem Thema Geld um? Es sind Entscheidungen, die haben mit Familienthemen auf jeden Fall zu tun. Wenn du jetzt Single bist oder alleine lebst oder so, dann heißt es ja oft, ich habe keine Familie, mich betrifft es nicht. Jeder hat Wurzeln, ob die verfügbar sind oder nicht. Deshalb hat jeder auch ein Familienthema. Und hier ist es sehr zentral auf der männlichen Ebene, auf der männlichen DNA. Die Energie, die hier sehr gut liegt, ist die Berufsenergie. Hier liegt im Haus des Berufes ein Geschenk drin, das Harmonie mitbringt, das einen Kampf beendet, das eine neue Wahlmöglichkeit auch mitbringt. Das kann jetzt die Kollegen betreffen, das Umfeld, die eigenen Kinder. Da gehen neue Türen auf und die Berufskarte liegt noch im Hause der Sonne drin. Der Klee liegt daneben. Da kann sein, es ergeben sich kleinere Berufe oder kleinere Wechsel, vertragliche Veränderungen. Und es kommt irgendwie der Vitalität zugute und auch der Langfristigkeit. Für viele geht es hier darum, dass sie schicksalshaft ein neues Kapitel aufschlagen, aber leider eben aus einer anderen Richtung wie geplant, was dem ganzen Jahr nichts abtut. Hier sind auch so ein bisschen Blockaden, die mit dem Außen zu tun haben. Ne? Das heißt, wir reagieren auf das, was im Umfeld ist, auf das, was wir nicht kontrollieren können, auf das, was uns an die Ohren kommt. Und es ist verbunden mit einer Prüfung, mit einer persönlichen Prüfung, die uns wiederum aus einer Verstrickung rausbringt. Ich habe den Turm hier in unserem eigenen Haus, es gilt auch für die Selbstständigen. Und hier im Haus des Turmes habe ich jetzt entweder die Verstrickung oder auch eine Person, die hier vielleicht ein Wissen mitgibt, die unterstützend wirkt, die eine Entscheidung auch anregen kann oder eine Sache, die Genesung mitbringt in diesem Bereich. Ich habe ja an sich Nachrichten, die Sicherheit mitbringen, aber ich habe auch irgendwie bei den Nachrichten Verzögerung oder Verlust. Das heißt, wenn ihr auf etwas wartet, lieber nochmal nachfragen, damit es nicht untergeht, sowas alles. Hier liegt die Kommunikation, schicksalshafte Kommunikation, schicksalshafte Gespräche. Man muss sich über was austauschen, was man so nicht geplant hat. Ich sehe, die Kamera ist schief, aber ich möchte nicht so viel verändern. Und ja, da ist sehr viel reger Austausch und da kann auch was gesagt werden, was man nicht so gerne hört oder man selber haut mal eine raus. Und man hat vielleicht den Wunsch, sich zurückzuziehen. Möglicherweise ist auch, dass man etwas alleine entscheiden muss. Die Paare gucken hier in unterschiedliche Richtungen. Ne? Wir selber sind hier mit Geld, Familie und Beruf beschäftigt.
vielleicht auch Kinder, Kollegen. Etwas dreht sich, was sich unsicher angefühlt hat, was auch mit den Finanzen zu tun haben kann. Es kann eine Woche sein, wo der Selbstwert ein bisschen angekratzt ist, weil der Partner vielleicht etwas sagt oder macht oder tut oder das Gegenüber. Wir haben alle Gegenüber, mit denen wir irgendwo agieren. Das kann auch der Mensch im Supermarkt sein, mit dem du aneinander rasselst. Das ist so ein Aufzeigen eines Verhaltens, das uns triggert von der väterlichen Seite her, ne? Das ist bei jedem unterschiedlich. Ich habe hier ein bisschen Herzschmerz bei irgendeiner Angelegenheit, die aber dazu dient, sein eigenes Herz wieder zu reinigen, die Blockaden, die auf dem Herzbereich liegen, das, was uns geschmerzt hat, wieder in den Flow zu bringen. Und es ist wirklich so, dass es irgendwie sein kann, dass der Selbstwert ein bisschen angekratzt ist, weil man irgendwas austrägt. Ja, wir können nicht jede Woche oder jede 14 Tage nur gute Dinge erwarten. Aber wie gesagt, die Berufsqualität liegt hier sehr gut. Der Austausch mit Freunden. Und es ist jetzt nicht so die Woche, wo man tatsächlich da Veränderungen überall sieht, sondern eher, wo man sagt, guckt euch das an. Jetzt fällt mir doch noch der Marienkäfer raus. Ja, wo man sagt, ich muss jetzt dies und das und jenes regeln, sondern es ist eher eine Woche, wo man sich mit Hindernissen beschäftigt und warum die da sind. Nichtsdestotrotz kommt jetzt noch der Marienkäfer, der in unserem Leben landet. Und ich habe ja gesagt, hier ist es so, dass man Selbstwert ein bisschen angekratzt sein kann. Und der Marienkäfer sagt ja auch, du wirst geliebt und geführt. Verbinde dich mit den Marienkäfern. Ja, der Marienkäfer sagt, dass wir neue Chancen erhalten, neue Wege, das Wenden ins Leben kommen. Es geht um die positive Grundhaltung, die man im Leben hat, und es geht darum, dass man einfach das Beste erwartet, auch wenn es vielleicht gerade ein bisschen schwierig ist oder durcheinander. Es geht darum, sich selbst und den Herzensempfindungen treu zu bleiben. Das innere Kind, das liegt hier im Haus des Berges. Das kann die Thematik sein, die triggert. Also auch 14 Tage, wo wir uns einfach auf uns und unser inneres Kind besinnen dürfen. Im Haus des Kindes liegt ja der Bär drin. Ne? Das ist schon Kraft, Vertrauen, eigene Größe, diese Themen alle. Sich aufrichten, Schutz suchen, alles das kann damit verbunden sein. Und der Marienkäfer sagt einfach auch noch, dass Glück nicht nur von äußeren Umständen abhängt, sondern auch, wie man die Dinge nimmt und sie empfindet. Es kann sein, dass sich hier ungewöhnliche Wege anbahnen und dass man Räume betritt, von denen man sich vorher nicht vorstellen konnte, dass sie sich öffnen, ne? Und es geht darum, sein eigenes Leben glückbringend auszurichten. Die emotionale Fülle ist ja auch mehr angezeigt. Es geht sehr viel um unsere Emotionen, um Themen, die auch mal verletzt wurden in der Vergangenheit. Oder auch Themen, wo man sagt, es reicht jetzt mal endgültig, ne? Ich möchte dies oder das nicht mehr haben. So, dann haben wir hier die Ruhe noch und die Führung. Hier ist sehr viel Spiegelung, das dachte ich mir, weil die Triggerpunkte eben hier sind. Und hier geschehen die Dinge so, dass man wieder Führungsverantwortung für sich aufnimmt.
Wir haben hier ja auch in unserem eigenen Haus den Turm drin und es ist wirklich so, dass die Karte sagt, dass wir Ruhe brauchen, dass wir uns dort selber entdecken, dass wir uns Zeit für Stille nehmen sollen und dass wir dann auch ganz andere Einsichten kriegen. Und da ja die Zündschnur hier kurz ist, ist es halt auch so, dass wir, bevor wir reagieren, wenn wir einmal nochmal ruhig zurücktreten, eben erstmal nochmal nachdenken und dann angemessener reagieren. Es geht auch darum, dass man im Prinzip da, wo man denkt, ich bin zu klein oder mir gebührt etwas nicht oder ich halte mich lieber gern im Hintergrund, dann ist jetzt eben der Moment, wo man nach vorne geht und wo man vielleicht auch andere mitnimmt ein Stück. Und es geht darum, auch irgendwo Verwirklichung der Träume der anderen mit anzugucken oder eben ein Sprungbrett dafür zu sein. Das Thema stell dich nicht klein, handle, ist ja das, was hier vielleicht auch das innere Kind mitgibt, ne? Ihr Lieben, wir nehmen noch eine Karte von mir, eine kleine Nachricht für die nächsten 14 Tage und dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze so stehen. Richtungswechsel, Kurskorrektur und wir können jederzeit ein neues Muster stricken oder neue Farben verwenden. Ich wünsche euch eine gute Zeit, ihr Lieben. Ich drücke euch bis bald.